Ich hatte einen Schlaganfall, ja. Das war eine traurige Geschichte für mich. Ich kam mitten aus dem Berufsleben oder stand im Berufsleben, lag morgens früh im Bett, meine Frau war schon unterwegs und dann, auf einmal merke ich mir jetzt komisch, bin aufgestanden, bin einfach umgefallen. Und das war 2018. Das war eine unglaubliche Katastrophe für mich, kam komplett aus dem Leben rausgerissen. Seitdem ist meine rechte Körperhälfte komplett gelähmt. Das Bein, Schulter, Hand, Gesicht. Auf jeden Fall war es eine unglaublich schlimme Erfahrung für mich. Ich hatte lange gebraucht, um das Ganze zu verkraften. Meine Frau hat mir unglaublich dabei geholfen. Ich bin Daniel, ich lebe seit 10 Jahren in Frankfurt, habe ursprünglich in Projektmanagement gearbeitet als Angestellter, also die ganze Zeit in der Baubranche unterwegs gewesen, als Geschäftsführer, als Makler, als Projektleiter, als Projektmanager. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe eine Reha gemacht und da habe ich versucht, mich neu zu orientieren. Habe also eine Umschulung gemacht, eine Weiterbildung gemacht, um den Beruf weiter tätig halten zu können. Ich habe im Internet recherchiert, welche Möglichkeiten man hat, eben Stufen, Treppen zu überwinden. Und der Pro hat mir das kompletteste Möglichkeit geliefert, weil ich damit eben die Gebäude, die meine Leidenschaft sind, Architektur, die meine Leidenschaft ist, hier neu entdecken kann und weiter meinen Beruf ausüben kann, was ohne die Innovation von dem Rollstuhl nicht möglich wäre. Kann damit wieder wirklich die Hindernisse überwinden, was mit einem normalen Rollstuhl überhaupt nicht möglich wäre. Ich hatte vorher einen Election-Rollstuhl, aber mit dem kam ich nicht weit. Deswegen bin ich 2022 auf den Pro gestoßen und mich hat es sofort überzeugt. Ich habe mir vorgestellt von Skevo und seitdem ging das immer in meinem Kopf rum und dann ging es weiter. Und 2023 habe ich ihn endlich für mich entdecken können. Der stand vor der Haustür, ich bin aufgestiegen, seitdem fühle ich mich pudelwohl. Der Pro ist sicherlich eines der preisfesten Varianten, aber auch die beste Variante. Ich habe lange überlegt, welche Möglichkeiten wir haben. Mit der Krankenkasse schien mir unwahrscheinlich, dass ich genehmigt komme. Ich habe selber überlegt, ob ich ihn investieren soll, aber die Summe an sich auf einen Schlag nach einer Krankheit war schwer. Deswegen hat der Agentur für Arbeit mir wieder weitergeholfen, um wieder ins Berufsleben zu kommen. Das Berufsleben wurde dadurch gefördert, ich konnte meinen Beruf ausüben. Und wenn man heute mal sagen würde, die Kosten, wenn ich alles abschreiben würde über eine Länge von 5 Jahren, ist er echt nicht teuer, ist er preiswert, weil ich keinen Treppenlifter brauche, ich brauche keinen Autolifter, ich brauche sonstiges nicht, weil der Pro vereinigt viele Dinge zusammen und schafft auch die Flexibilität, die ich im Berufsleben brauche. Dadurch kann ich meinen Beruf weiter ausüben, sonst wäre ich Rente gegangen. Deswegen vielen Dank, die Agentur für Arbeit hat mir da echt unglaublich weitergeholfen. Ein sicherlich großes Verlangen für mich ist auch mal zu reisen. Ich nutze einen Pro immer, um irgendwo hinzukommen. Ob nun nah oder fern. Mit dem Zug, mit dem Auto, alles kein Problem. Flugzeug. Ich kann Orte besuchen, an die ich sonst nicht kommen würde. Auch die Möglichkeiten an Podiumsdiskussionen oder sonstigen teilzunehmen. Mit den Leuten auf Auge in Auge zu sehen, zu schauen. Mit anderen Rollstühlen sitzt man unten am Boden, für den ganzen Tag, nur Pros. Und damit kann ich nach oben fahren, Leute wirklich ins Gesicht schauen und mit denen sprechen, diskutieren. Ich habe hiermit die Möglichkeit, eben längere Strecken problemlos zu überwinden, weil er auch so unglaublich bequem ist. Ich komme damit überall hin. Das ist was unglaublich Wichtiges. Ich kann die Hindernisse überwinden, weil viele Dinge haben wir festgestellt, mit normalen Rollstuhl komme ich irgendwo nicht hin. Ich alleine habe vor der Haustür 18 Stufen, die ich jeden Tag hoch und runter muss. Bei anderen Wohnungen sieht es genauso aus. Eine gewisse Zeit lang war es dann nicht möglich für mich, Baustellen oder Häuser zu besuchen. Dem Pro wurde es eigentlich wieder möglich, eben die Kunden vor Ort zu besuchen. Das ist das unglaublich zentrales Thema in meinem Beruf. Einfach, dass ich dahin fahren kann, schnell, zügig, sicher. Ich kann Treppen in alten Gebäuden, neuen Gebäuden überwinden, kann selbst Baustellen besuchen
Und mittlerweile bin ich wieder mitten im Leben angekommen, sogar darüber hinaus. Ich kann durchaus verstehen, dass Menschen gerade in solchen Situationen nach schwerer Krankheit oder Unfällen ihr Selbstbewusstsein verloren haben, ihre Dynamik verloren haben, einfach nicht mehr das Ziel spüren, wofür es lohnt. Ich werde auf jeder Straße irgendwo angesprochen, werde in Zügen angesprochen. Ich habe Bahnhöfe schon fast lahmgelegt, weil Leute so begeistert waren. Ich musste die Treppe nehmen, weil der Fahrstuhl kaputt war, und eine Menschentraube hat sich um mich engagiert und geschaut und Videoaufnahmen gemacht. Es war eine tolle Erfahrung für mich. Ich will eins noch sagen, ohne den Pro hätte ich verschiedene Schritte nicht gemacht. Ich hab mittlerweile ein Unternehmen gegründet, habe sogar 2 Unternehmen gegründet und verantworte die selber. Das wäre ohne den Pro überhaupt nicht funktioniert. Hätte niemals funktioniert, so flexibel zu sein wie ohne ihn. Und es schadet nie, einfach Dinge einfach mal zu machen, probieren. Einfach ein Schreiben hinmachen, hingehen, nochmal fragen. Und irgendwann hilft's. Entweder sind dann einfach genervt und sagen, okay, wir genehmigen es, oder es machen es nicht. Aber verloren hat man dann nichts. Man hat gar nichts verloren, man hat sein Ziel näher gebracht. Der Pro ist ein gutes Hilfsmittel, nicht nur Hilfsmittel, sondern mittlerweile Familienmitglied geworden, steht bei uns im Wohnzimmer, ich brauche ihn ständig. Man sollte vielleicht abschließend sagen, es ist ein ganz tolles Gefühl, in einem solchen Rollstuhl zu fahren, sich dabei gut zu fühlen und das so überschwängliches Glücksgefühl manchmal, weil man einfach aus dem Haus geht, durchrollen kann, irgendwo hinzufahren, an den Fluss fährt, sich einfach so zurücklegen oder auch mal Aufgaben zu lösen. Und das geht mit einfach easy, leicht, lustig und es macht einfach Spaß, richtig Spaß.